Hallo zusammen, ich möchte heute zeigen, wie man auf den Sonoff Basic Tasmota geflasht bekommt, um dann jeden 230 Volt Verbraucher schalten zu können. Viel Spaß beim Video! Wir starten mit dem Download von ESP-Easy, mit dem wir nachher die Image-Datei auf unseren Sonoff brennen können. Wir laden die aktuellste Version runter, speichern sie lokal und nutzen diese dann gleich zum Flashen. Als zweites müssen wir die aktuellste Version der Tasmota Firmware herunterladen. Das ist hier die 6.5.0. Draufklicken, runterscrollen und ganz weit unten dann die Datei Sonoff bin herunterladen und auch lokal ablegen und natürlich merken, wo wir sie abgelegt haben. Genau, hier ist die deutsche Version und hier dann die Standard Sonoff bin. Nun benötigen wir noch die Software Termite. Eine Terminal-Software, mit der wir uns nach dem Flashen auf den Sonoff verbinden können, um dort weitere Einstellungen vorzunehmen. Laden hier auch die aktuellste Version herunter, merken uns auch hier genau wohin. Diese muss im Anschluss installiert werden. Im Ordner, in dem wir die drei Dateien gespeichert haben, können wir jetzt das ZIP-File von ESP-Easy entpacken, einfach in den gleichen Ordner, um dann im Anschluss die runtergeladene Sonoff bin-Datei in den Ordner von ESP-Easy zu kopieren oder zu verschieben. Das macht es nachher beim Flashen ein bisschen praktischer, die auszuwählen. Als nächstes müssen wir unseren Sonoff vorbereiten. Hier frisch ausgepackt ist die Wi-Fi-Version des Sonoff-Schalters, den man dann mit einem Schraubenzieher an der Seite vorsichtig öffnen kann. Anschließend können wir das Gehäuse entfernen, können den Sonoff herausnehmen und sehen hier schon die Anschlüsse für die Stromkabel auf beiden Seiten und ungefähr in der Mitte die 4 Kontakte, über die wir den Sonoff nachher flashen können. Wir sehen den obersten Ground, dann TX, die Senderichtung, RX, die Empfangsrichtung und 3,3 Volt. Genau, hier nochmal angezeigt, Ground oben, TX, RX und 3,3 Volt. Zum einfachen Anschluss der Jumper-Kabel verwende ich solche Stecker, die man leicht anlöten kann. Wir benötigen also einen Lötkolben, wir brauchen ein bisschen Lötzinn, unseren Sonoff und die Kontaktbrücken, die wir jetzt in die Mitte, ist ein bisschen fummelig, so einsetzen müssen, dass die kleinen Pins durch die Kontakte hindurchschauen. So ist der Stecker platziert. Können wir noch mal kurz kontrollieren, dass die Pins auch korrekt auf der anderen Seite durchschauen, um sie nachher dort anzulöten. Ja, das ist hier der Fall, das ist soweit okay. Damit jetzt der Stecker beim Rumdrehen und zum Löten nicht hinausfällt, man sieht, er wackelt ein bisschen, klebe ich ihn meist mit ein bisschen Tesafilm fest, damit nachher beim Löten es ein bisschen bequemer wird. So, das reicht schon, man sieht, es muss auch nicht lange halten, rumdrehen, testen. Ja, hält. Jetzt können wir mit dem Löten anfangen. Ich gebe zu, ich bin nicht der größte Lötexperte, aber für die kleinen Kontakte hier, die 4, wird es schon reichen. Jeden Kontaktpunkt mit ein bisschen Lötzinn befestigen, dass der Stecker hier Kontakt zur Platine hat. Für 3,3 Volt, RX, für TX und ebenso für Ground. Und dann im Anschluss an die Kontaktbrücke die 4 Jumper-Kabel anzuschließen und den Sonoff mit dem PC zum Flashen zu verbinden. Nachdem der Stecker dann angelötet ist, benötigen wir eine weitere Komponente, nämlich einen sogenannten FTDI-Adapter, der dann die Verbindung vom Sonoff per USB zum PC ermöglicht. So, hier nochmal eingeblendet, Ground, TX, RX, 3,3 Volt dann an der Seite vom FTDI-Adapter und die Kontakte müssen jetzt mit dem Sonoff verbunden werden. Wir starten mit Ground, keine Überraschung, Ground vom FTDI-Adapter geht auf Ground vom Sonoff.
Jetzt schauen, bei RX und TX müssen wir nämlich kreuzen. Das heißt, der RX-Kontakt vom FTDI-Adapter, hier das gelbe Kabel, genau, da sieht man es nochmal, unscharf, jetzt hoffentlich scharf, genau, RX, also gelbes Jumper-Kabel, und dieses gelbe Kabel geht dann jetzt beim Sonoff auf den TX-Kontakt. Dann genau andersrum, das orangene Kabel ist also TX am FTDI-Adapter und muss hier auf RX am Sonoff, und letztendlich noch die Stromversorgung 3,3 Volt vom FTDI-Adapter, hier jetzt seitlich noch nicht eingesteckt, gehen aber auf den Sonoff. Hier jetzt nochmal auch dargestellt, Ground geht auf Ground, 3,3 Volt auf 3,3 Volt, und nur RX und TX geht jeweils auf das Pendant, also RX auf TX und TX auf RX. So, ich stecke noch den roten Pin auf die 3,3 Volt am FTDI-Adapter und dann können wir den Adapter per USB an den PC anschließen. Um jetzt den Sonoff in den Flash-Mode zu bringen, drücke ich am Sonoff den kleinen schwarzen Knopf, halte ihn gedrückt und stecke erst dann den USB-Stecker am FTDI-Adapter ein. Im Ordner von ESP-Easy starten wir Flash ESP8266, wählen den richtigen COM-Port aus und im unteren Auswahlfeld die Sonoff-Bin, die wir ins Programmverzeichnis gelegt haben. Nach dem Starten des Flash-Vorgangs sehen wir in einem neuen Fenster, wie die Daten auf den Sonoff geschrieben werden. Parallel können wir auf dem FTDI-Adapter auch die LEDs zur Kommunikationsanzeige sehen. Sollte der Flash-Vorgang nicht starten, ist der Sonoff eventuell nicht im Flash-Mode, dann bitte nochmal FTDI-Adapter trennen, schwarzen Button auf dem Sonoff drücken, halten und den USB-Stecker wieder einstecken. Nach dem Flashen sehen wir am Sonoff, wie die grüne LED blinkt. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir noch den USB-Stecker einmal entfernen und wieder neu anschließen, damit der Sonoff intern neu startet und die neue Firmware aktiviert wird. Nun kommt die Software Termite zum Einsatz, mit der wir uns auf den Sonoff verbinden können und dort dann weitere Konfigurationen vornehmen. Wie oben angegeben, können wir unten ins Eingabefeld einfach einmal Enter drücken. Wenn oben dann grüne Schrift erscheint, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann funktioniert die Kommunikationsbeziehung zum Sonoff. Nach ein paar Sekunden tauchen auch die ersten Statusmeldungen auf, die der Sonoff an Termite zurückmeldet. Und wir können nun die Konfiguration vornehmen. Die Konfigurationsdaten können hierbei als Batch-Information angegeben werden, müssen also nicht alle einzeln eingetragen werden. Den genauen Textblock paste ich unten natürlich gern unter das Video. Das Aufnehmen der Daten sieht man dann im Termite-Fenster. Am Ende erscheint dann die IP, mit der der Sonoff im WLAN erreichbar ist. Hier die 192.168.178.147. Wenn alles geklappt hat, können wir die IP nun in unserem Browser eingeben und sehen dort dann die Web-Oberfläche von Tasmota. Über Toggle können wir den Sonoff schon mal testweise an- und ausschalten. Da noch ja nicht am Strom hängt, sondern nur am USB-Adapter, erscheint nicht das vertraute Klacken, aber das ändern wir gleich. Zum testweisen Anschluss des Sonoff ans Stromnetz verwende ich so einen zweckentfremdeten Kaltgerätestecker mit 3 Adern. Am Sonoff bitte beachten, es gibt die Input-Seite und die Output-Seite. Input-Seite, da kommt der Stecker dran. Output käme zum Beispiel eine Glühbirne oder ein ähnlicher Verbraucher dran. Bei Arbeiten mit Strom bitte immer darauf achten, dass die nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden dürfen. Beim Umgang mit Strom besteht Lebensgefahr, bitte wirklich darauf achten. Das braune Kabel verbinde ich jetzt mit L, dem Leiter, auf der Input-Seite. Achte natürlich darauf, dass das Kabel richtig sitzt, schraube es fest, damit es nicht wieder rausrutschen kann und teste auch nochmal, dass es richtig Kontakt hat und hält.
Ebenso nun mit dem blauen Kabel, dem Nullleiter, der auf N auf der Input-Seite eingesteckt wird. Auch hier darauf achten, dass das Kabel richtig sitzt und richtig festgeschraubt ist. Die Erdleitung können wir jetzt nicht am Sonoff befestigen, die würde direkt an der Erdleitung des Verbrauchers befestigt werden. Nochmal kontrollieren, braun auf L, blau auf N und Erdleitung am Verbraucher direkt anschließen. Wenn wir jetzt den Sonoff wieder an den Strom anschließen und danach im Browser die IP eingeben, können wir über Toggle sehr schön den Sonoff ein- und ausschalten und sehen hier auch, dass das wirklich ohne Verzögerung funktioniert. Also sehr bequem, sehr schnell. Ja, wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder über ein Abo freuen. Im nächsten Teil würde ich dann zeigen, wie man den Sonoff jetzt zum Beispiel in das Smart Home Hub Home Assistant einbindet, um dann über eine angenehmere Web-Oberfläche den Sonoff schalten zu können oder in verschiedene Automatismen einzubinden. Ja, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.